Ein Traum für uns wird wahr. Nach einem Jahr Weltreise sind wir am anderen Ende der Welt angekommen. Hier im Land der aufgehenden Sonne, wo jetzt im Frühling die Kirschblüten blühen, wo Tradition auf Moderne trifft. Willkommen in Japan. Wir erkunden jetzt 2 Tage lang Japans Hauptstadt Tokio. Aber bevor wir uns reinstürzen, erstmal ganz kurz hier zu unserer Unterkunft. Wir sind im Hostel Bed Gasm, haben hier ein Doppelzimmer mit Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsküche und zahlen dafür 48 €. Das liegt hier in der Region Taito, ist auch direkt eine Metrohaltestelle hier. Fußläufig. Jetzt gehen wir aufs Frühstück und dann stürzen wir uns rein. Die Sonne scheint, let's go! Ich glaube, wir sehen hier gerade unsere ersten Kirschblüten. Wow. Es hat wohl vor ein paar Tagen angefangen zu blühen. Ja, das ist relativ früh dieses Jahr. Wir haben halt voll Glück, dass wir jetzt da sind. Wir sind jetzt hier am Asakusa-Schrein und es ist natürlich Sonntag und die Sonne scheint. Das heißt natürlich einiges los, aber es ist trotzdem so krass hier zu sein. Man hat sich Japan irgendwie schon so oft vorgestellt und jetzt steht man einfach selber hier und die Kirschblüten blühen. Wow. Also ich glaube, es ist der vollste Ort, auf dem wir auf Weltreise jemals gewesen sind. Es sind unfassbar viele Menschen hier, aber es ist wunderschön. So viele Eindrücke prasseln hier auf, weil ganz viele Leute haben irgendwie traditionelle japanische Kleidung an und machen Fotos. Überall blühen die Kirschblüten. Es ist so unfassbar schön. Also der Start in Tokio hätte nicht besser sein können. Ich bin so fasziniert. Das ist absoluter Wahnsinn hier. Was hast du dir geholt? So einen frittierten Gemüsestick. Hat 400 Yen gekostet, also ich glaube, es sind so 3 € ungefähr und schmeckt richtig gut. Es ist auch sehr interessant, hier die ganzen Einheimischen zu beobachten. Also viele werfen irgendwie Münzen in die Schreine rein oder andere ziehen so Schicksalskarten, zünden Räucherstäbchen an und so. Wirklich cool, auch wenn wir davon ehrlicherweise nicht so viel verstehen. Ich könnte auch den ganzen Tag hier bleiben, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Jetzt geht es nämlich zum nächsten Stopp. Das beste Fortbewegungsmittel in Tokio ist auf jeden Fall die Metro. Das ist hier alles super angebunden und wir nutzen dazu Google Maps. Da sieht man dann so richtig übersichtlich, zu welcher Station man laufen muss und auch welchen Eingang man am besten nimmt, wie die Auslastung innerhalb der Metro ist. Also damit kommen wir auf jeden Fall bisher gut zurecht. Wir sind jetzt ungefähr 30-35 Minuten mit der Metro gefahren bis zur Shibuya-Station, wo Shibuya Crossing ist. Die wahrscheinlich berühmteste Kreuzung der Welt. Hier sind so viele Menschen, das sieht so krass aus. Es ist grün und wir laufen mitten über Shibuya Crossing. Es ist so krass. Noch ein paar andere Leute auch. Es sind so viele Leute hier. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind jetzt 5-mal drüber gelaufen, ist auf jeden Fall wild. Und hier gibt es so ein Gebäude, wo man hochgehen kann, dann sieht man das Ganze von oben. Checken wir mal aus. Ich hoffe, ihr versteht mich, hier im Hintergrund ist irgendeine Veranstaltung. Das Ganze kostet jetzt 550 Yen Eintritt, man kriegt dann ein Freigetränk. Aber ich muss sagen, die Scheibe, die hier oben ist, spiegelt extrem. Und im Restaurant unten, was ein Stockwerk drunter ist, gibt es eigentlich auch eine Scheibe, wo man durchgucken kann. Also wenn es jetzt nur um die Aussicht geht, kann man das auch aus dem Restaurant machen und sich das Geld ehrlicherweise sparen. Aber nichtsdestotrotz sieht es natürlich von hier oben schon ziemlich cool aus. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Das hilft unserem Kanal weiter. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt, zum Beispiel hier aus Japan vom Fuji, dann abonniert diesen Kanal. Dazu gibt es auch noch ganz viele Vlogs aus Südostasien, Mittelamerika, Südamerika, Länderguides, Kostenaufstellung, Highlight-Videos, alles zum Thema Weltreise. Und jetzt geht's weiter in Tokio. Spartipp fürs Mittagessen ist auf jeden Fall in 7-Eleven oder Family Mart zu gehen. Die haben hier so super viele Fertiggerichte, das ist zum Teil auch frisch gekocht, also jetzt nicht so irgendwie eklig oder so. Und ist halt günstig und bisher schmeckt es auch ganz gut. Wir sind jetzt hier im Yoyogi Park. Ich glaube, es ist einer der größten in Tokio, aber es gibt auch ganz viele andere. Ich habe uns jetzt einfach mal den hier rausgesucht, in der Hoffnung, dass wir noch ein paar Kirschblüten finden.
Also man merkt auf jeden Fall, dass heute Sonntag ist. Es ist sehr voll, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist auch schön zu sehen, wie die Leute hier alle Picknick machen, sich mit Freunden und Familie treffen und so weiter. Und auch hier blühen die Kirschblüten. Das hier ist der Cherry Blossom Wald, das sieht so schön aus. Es gibt ja auch noch einen Meiji-Schrein drin, da waren wir auch gewesen, das ist auch wirklich schön. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen auf den Rückweg machen, weil es geht jetzt langsam Richtung Sunset, da haben wir noch was ganz Besonderes vor. Bis gleich. Willkommen am höchsten Turm der Welt mit 634 Metern, dem Tokyo Skytree. Und auch hier sind wir wieder easy mit der Metro hingefahren. Hier gibt es direkt eine Station, also gar kein Problem. Also wir sind leider ein bisschen spät dran. Die Sonne geht gerade unter und wir können uns erst ein Ticket für 18 Uhr kaufen. Dann ist es schon dunkel. Aber wir machen es morgen. Wetterbericht für morgen ist auch gut. Außerdem ist morgen Montag, dann ist es wahrscheinlich nicht so voll. Aber das hier, das lassen wir uns auf jeden Fall nicht entgehen. Es sieht schon von außen super beeindruckend aus. Aber wir haben natürlich auch noch einen alternativen Plan. Das sehen wir uns gleich. Wir sind hier jetzt in Akihabara. Hier dreht sich viel um Anime, Videospiele, Mangas und so weiter. Also ich habe früher auch ein paar Animes geguckt, so Detektiv Conan, Dragon Ball Z. Und ja, schauen wir uns einfach mal um. Ist auf jeden Fall bunt. Man sieht viele Schilder, viele Anime-Figuren und so weiter. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir sind zurück in der Unterkunft. Mein Akku ist leider leer gegangen. Ich hatte 3 Stück heute dabei. Alle sind leer. Es waren einfach zu viele Eindrücke von Tokio, die ich festhalten konnte. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem einen guten Überblick über Akihabara bekommen. Also es ist wirklich fancy, wirklich verrückt. Also wer irgendwie Animes oder Videospiele liebt, der ist da mit Sicherheit perfekt aufgehoben. Wir sind da jetzt nicht so into it, aber es war wirklich krass, wie viel da los war, wie viele Leute da an den ganzen Maschinen gezockt haben und was weiß ich nicht alles. Also verrückte Welt, also Tokio wirklich crazy. Wir hatten generell einen richtig schönen ersten Tag in Tokio. Wir sind sehr begeistert von der Stadt und jetzt aber auch fertig, weil wir wirklich viel gelaufen sind heute. Morgen geht es aber weiter, denn es gibt noch mehr zu erkunden. Und willkommen zu Tag 2 in Tokio. Wir haben auch heute wieder richtig Glück mit dem Wetter. Die Sonne strahlt und der Himmel ist blau. Und deswegen sind wir auch schon unterwegs hier in unserem ersten Stopp heute im Ueno Park. Der ist gar nicht weit weg von unserer Unterkunft und natürlich blüht auch hier die Kirschblüte und es ist so schön zu sehen. Es ist nicht nur für uns was Besonderes, sondern auch für alle Japaner, die zahlreich hierher kommen, um Bilder zu machen. Also es ist eine sehr schöne Stimmung hier. Nur weil heute Montag ist, heißt das nicht, dass weniger los ist. Aber grundsätzlich ist es hier irgendwie so, dass auch wenn viele Menschen unterwegs sind, dass es nie so hektisch wirkt. Also wenn ich das jetzt irgendwie mit Hanoi oder so vergleiche, wo absolutes Chaos ist, ist hier alles wirklich zivilisiert und geordnet, auch wenn viele Menschen unterwegs sind. Und hier sind auch ganz viele Essensstände. Helen checkt schon die ganzen Stände ab. Also es gibt wirklich viele Leckereien. Und man muss auch sagen, für Vegetarier in Japan gibt es schon Optionen. Also das ist natürlich jetzt nicht so verbreitet wie in Thailand beispielsweise, aber man findet schon immer was Gutes zu essen. Hier im Ueno Park gibt es auch noch einen großen See und da kann man zum Beispiel auch Tretboot fahren, was richtig viele Leute hier machen. Und es gibt auch so eine Allee, die hier drüber führt und hier sind auch wieder ganz viele Cherry Blossoms. Also wir haben richtig viele Kirschblüten hier gesehen und der Park gefällt uns richtig gut. Trotzdem wird es Zeit, den Park zu verlassen. Wir wollen nämlich das nachholen, was wir gestern machen, und zwar auf den Skytree gehen. Wir wollten es eigentlich zum Sunset machen, aber die Wettervorhersage ist ein bisschen wolkig und wir wollen von oben unbedingt den Fuji sehen. Deswegen machen wir es jetzt, wo wir noch klare Sicht haben, und dann sehen wir uns gleich da, wo wir gestern aufgehört haben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber es ist tatsächlich deutlich leerer als gestern. Und der Skytree hat 2 verschiedene Aussichtsplattformen. Einmal auf
350 und einmal auf 450 Metern. Wir haben aber öfters gelesen und gehört, dass die auf 350 auch ausreichen soll. So machen wir es auch. Das kostet, wenn man es hier direkt vor Ort bucht, 2100 Yen. Man kann es aber auch vorab online reservieren, mindestens einen Tag vorher. Da kostet es nur 1800 und ich glaube, man muss auch nicht so lange anstehen. Also es hat schon einige Vorteile, aber wir wussten halt nicht genau, wann wir hochkommen. Deswegen machen wir es so. Und ich glaube, die Plattform oben, Helen, was kostet die? 3100. 3100. Aber 350 Meter, denke ich mal, reichen auch. Here we are, 350 Metern über den Dächern Tokios. Aussichtsschau. Das ist krass. Also ich würde sagen, die 15 € haben sich gelohnt. Man hat echt einen krassen Blick hier über die Stadt und man sieht halt mal die Ausmaße von Tokio. Die Metropolregion Tokio ist ja die größte der Welt mit 38 Millionen Einwohnern und das wird einem hier oben bewusst, das ist wirklich krass. Ja, 360 Grad, egal wo man hinguckt, man sieht Stadt bis zum Horizont. Aber was wir nicht am Horizont gesehen haben, ist den Fuji. Leider. Es ist so ein bisschen diesig, mit viel Fantasie kann man ihn erahnen. Ich glaube, wir haben die Silhouette schon gesehen. Ja, aber gut, wir kommen noch ein bisschen näher dran. Das seht ihr dann vielleicht in einem anderen Video. Aber es war schon ziemlich cool. Aber es war nicht der letzte Stopp. Jetzt geht es noch zum Team Labs. Das ist das Museum, ziemlich fancy. Letzter Stopp in Tokio, wir freuen uns. Ihr habt es gesehen, wir sind jetzt nicht beim Teamlab gelandet, sondern stattdessen hier beim Tokyo Tower, was aber ehrlich gesagt auch eine richtig schöne Alternative ist. Sieht richtig cool aus hier, wie der Turm jetzt beleuchtet ist und auch wieder mit den Kirschblüten und man sieht hier die ganzen Flugzeuge vorbeifliegen. Also ist auf jeden Fall auch ein Stopp wert, aber wir wollten eigentlich gerne ins Teamlab, das ist so ein Museum für moderne Kunst, sehr bekannt hier in Japan. Aber wir haben gesehen, dass es eben keine Tageskasse gibt und wir konnten auch online keine Tickets mehr buchen, deswegen konnten wir da jetzt leider nicht mehr hin, was echt schade ist. Aber wir suchen uns jetzt hier nochmal ein Plätzchen mit ein bisschen mehr Licht, um nochmal ein Fazit von unseren 2 Tagen hier in Tokio zu ziehen. Wir sind zurück in unserer Unterkunft, womit wir schon beim ersten Punkt vom Fazit wären. In Tokio müsst ihr auf jeden Fall was vorab buchen. Wir haben das mehrere Wochen vorher gehabt. Wenn ihr die genauen Daten habt, dann am besten sogar schon Monate vorab, weil sonst bleiben euch nur wirklich teure oder wirklich schlechte Sachen übrig oder beides im schlimmsten Fall sogar. Also kurzfristig in Tokio was zu finden, ist wirklich schwierig. Deswegen, auch wenn man low budget unterwegs ist, dann hat man eigentlich keine andere Wahl, ob man es mag oder nicht. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr über Tokio. Wir schreiben auch noch einen Blogbeitrag. Da findet ihr dann auch weitere Infos und Highlights, zum Beispiel, wie das mit der SIM-Karte abläuft, wo ihr die kaufen könnt, was beim Geldabheben zu beachten ist und so weiter. Schaut da vorbei bei www.betterbeyond.de. Dann wollten wir nochmal darauf eingehen, wie das jetzt hier so vor Ort war mit der Sprachbarriere. Wir haben uns das nämlich ein bisschen schwieriger vorgestellt. Im Endeffekt müssen wir sagen, haben eigentlich die Japaner, die wir hier getroffen haben, meistens gutes Englisch gesprochen. Wir hatten damit gar keine Probleme. Und auch was das Metrofahren angeht, waren wir positiv überrascht. Das ist wirklich alles auch auf Englisch übersetzt. Die Durchsagen sind auch auf Englisch. Man kann sich da wirklich gut zurechtfinden. Also da muss man wirklich keine Angst haben. Das ist relativ easy. Und die Japaner sind auch sehr höflich und sehr freundlich. Das ist das, was wir auch vorher erwartet haben. Und worauf wir auch nochmal eingehen wollten, ist der Zeitraum. Wir hatten jetzt ja nur 2 volle Tage hier in Tokio und wir müssen sagen, das war jetzt doch ein bisschen zu wenig. Also wir mussten uns schon relativ beeilen, um die Sachen alle machen zu können, die wir machen wollten. Und wir hätten hier definitiv noch mehr Zeit verbringen können. Also wenn ihr es einrichten könnt, dann plant auf jeden Fall ein paar Tage mehr hier für Tokio ein. Aber auch diese 2 Tage waren wirklich fantastisch, jetzt hier zur Kirschblüte zu sein, in Tokio, in Japan. Das ist schon so ein kleiner Lebenstraum für uns gewesen. Also das kann man mal von der Bucketlist abhaken. Cherry Blossom Season in Japan, faszinierend. Das war wirklich ein toller Start zu dieser Reise, aber es ist ja erst der Anfang. Wir sind insgesamt knapp 2 Wochen hier und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder aus Japan. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Wir erkunden jetzt 2 Tage lang Hauptstadt Japan. Nee, es war dumm. Schaut mal hier rüber, Oma. Jetzt erkennt er wieder irgendein Gesicht. Also willst du auch noch was sagen? Ist okay. Tokyo Sky Tree 605. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt in Akihabara. Wir sind jetzt in Wie?